Hallöchen und herzlich willkommen zu Trikottausch Episode Nummer 18. Mein Name ist Dominik, das ist Jan. Wir sind immer noch beide bei OneFootball und machen das hier im privaten Rahmen. Und heute dreht sich alles um HOHE. Hertha BSC, ganz genau. Endlich mal wieder eine Vereins-Special-Folge. Die zweite, die wir dann aufnehmen, nachdem wir das mit Frankfurt schon mal gemacht hatten. Und dafür haben wir wieder einen Gast eingeladen, der dann später hier auch noch zwischen uns erscheinen wird. Aber bevor wir uns der Hertha widmen, müssen wir uns erstmal dem hier widmen, beziehungsweise du darfst nochmal raten. Ja. Ach ja, also ich mach's kurz. Celtic Glasgow, auswärts, Saison 2013-14. Also die ersten zwei waren richtig und darf ich meinen Lieblingssatz sagen? Ja, mach doch. Es war knapp daneben, Ja. denn es ist das Auswärtstrikot aus der Saison 2010-2011. Ansonsten lag es Naja, also bei den ja, anderen zwei spiele ich Spielzeiten ja mit. daneben statt einer, aber Ja, das es ja ist nicht trotzdem. knapp. Es Das ist ja desaströs. schon 10 statt 8 Jahre her. Ja. Ist schon knapp und ja, mein einziges Celtic-Trikot im Übrigen. Obwohl es ein sehr cooler Verein ist. Dann hast du jetzt, ne? Das reicht aber noch nicht. Ja, eins fehlt aber noch, ne? Mhm. Ich würde sagen, es hat funktioniert, ne? Ja. So, Ich saß gerade zu Hause auf Klo, was ist hier los? Ja, tut uns leid, aber wir wollten dich jetzt mal noch hier haben. War das jetzt für dich eine genauso große Überraschung wie für unsere Zuschauer? Oh mein Gott, ey, ich wusste nicht, dass ich hier sein werde. Aber zum Glück hast du deine Hose jetzt wieder an. Also ja, das stimmt, davon das war jetzt irgendwie magisch. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. So, ich muss- Hi, Leute. Achso, ja, das ist der Flo Marquardt. Ihr habt ihn vielleicht schon mal gesehen. Er hat so seinen eigenen Kanal. Ja, Macht so ein bisschen Fußballzeugs. Vlogs ab und zu mal. Zeugs. Fußball, X-Vlog, Ja, und X-Zeug. Vlog, genau. Ja, Und heute- jetzt darf ich hier in der Mitte zwischen euch sitzen und mit euch kuscheln. Guck mal, wir geben dir immer noch ein bisschen Platz zum Genau. Atmen. Geil, danke. Ein bisschen. Ja, und du bist heute hier, um mit uns über Hertha-Trikots zu sprechen. Das ist sehr cool. Wie die Leute wahrscheinlich wissen oder vielleicht auch nicht. Du bist auch ein sehr großer Hertha-Fan. Ja, okay. Doch, man kann schon dazu stehen, Ja. finde ich. Okay, ja. Und wie dir das als Gast auch zusteht, darfst du gerne als erster dein Lieblingstrikot vorstellen. Beziehungsweise ganz kurz, wir stellen heute wieder alle drei unsere Lieblingstrikots aus der Die Hertha-Historie vor. Lieblings-Hertha-Trikots diesmal für Dominik. Und unser Gast darf dann eben auch gerne loslegen. So Leute, das hier ist mein Lieblingstrikot von Hertha BSC. Das ist das Heimtrikot aus der Saison. 13-14. Richtig, mein zweites Jahr mit Dauerkarte im Olympiastadion und ich finde es einfach echt schön. Der Deutsche Bahnsponsor ist der beste, den wir seit dem Deutschen Bahnsponsor hatten. Und deshalb übrigens auch, wir reden ja gleich noch über dein Trikot. Und da haben wir auch eine Gemeinsamkeit, denn wir haben beide Nico Schulz hinten drauf. Das war auch, ich habe irgendwie ein Faible für Linksverteidiger. Oder wolltest du eigentlich meinen Namen draufpacken und die haben dir den einfach falsch geschrieben? Ja, stimmt, da fehlt noch das T, ne? So ist es halt manchmal. Nee, aber ich habe ein Faible für Linksverteidiger. Gerade ist es Maxi, Ja. der bei Hertha so mein Lieblingsspieler ist. Damals war es Nico Schulz. Warst zwischendurch zufällig auch mal Luca Netz? Wir reden nicht drüber. Ja. Genau, aber es ist eigentlich einfach schön. Ich pack's mal wieder auf den Boden, um zu zeigen, wie sehr ich es mag. Ja. Genau, und jetzt seid, glaube ich, ihr dran mit euren Trikots. Ja, achso, ich würde sonst ganz kurz auch noch ein Wörtchen dazu sagen. Oh, okay, gerne. Ja, wir wollen uns ja hier ein bisschen austauschen. Ne? Es soll hier nicht nur Monolog sein. Ich glaube, ich fange mal an. Würde ich mal überhaupt ein bisschen mehr dazu sagen. Ich wollte gerade sagen, ja, ich denke auch. Also ich kann schon mal so viel sagen, ich habe das Trikot tatsächlich nicht in meiner Sammlung, aber ich habe das Auswärtstrikot aus der Saison, das hängt sogar hier schräg hinter dir. Schön gelb-orange. Genau, was ich ja auch schon mal vorgestellt hatte in Storytime. Man sieht es noch, die Ärmel sind identisch, die Ärmelenden hier, Streifen logischerweise sonst auch und Der Kragen. ja, Zumindest genau, die Kragenart. genau, und dass er sich auch farblich ein bisschen absetzt. Ansonsten bei dem Trikot hatte ich tatsächlich darauf verzichtet, weil ich das Heimtrikot aus der Vorsaison hatte, 12-13. Und das war relativ ähnlich, könnt ihr hier einmal ganz kurz sehen. Nee, das ist es tatsächlich nicht. Alles auch ähnlich. ist auch ein Hertha-Trikot. Deswegen hatte ich dann darauf verzichtet, weil das Trikot von 12-13 war ja tatsächlich mit Ausnahme der Ärmel und des Kragens wirklich sehr, sehr ähnlich. Und was in dem Fall natürlich auch noch sehr besonders war, das war die zweite Saison mit der Fahne pur und das war natürlich auch eine coole Sache. Ja, Dominik, hast du noch eine Anmerkung? Nico Schulz spielt jetzt bei Dortmund. Geil! Guter Schlusspunkt. Als alter Herthaner, der ich seit Beginn dieses Videos wohl gerade geworden bin, nehme ich einfach mal das Heft des Handelns in die Hand und weise hinter mich und würde sagen, das ist
aus meiner Sicht zumindest das schniekeste Hertha-Trikot, was der Verein so auf den Markt geschmissen hat. Und bei mir ist es ja meistens so, wenn es nicht der eigene Verein ist, dass ich damit immer einen Spieler verbinde. Weil es einfach so, die sieht man öfter in der Sportschau oder was auch immer das zur damaligen Zeit war. Und in dem Fall ist es Gilberto. Also ich glaube, der ist mit Marcelinho, nach Marcelinho zur Hertha gewechselt. Vorher schon, ja. Vorher schon und Vor ich weiß auch nicht. Also irgendwie das Trikot, dann Gilberto da so und dann zocke ich wieder FIFA 06. Das ist so genau das Ding. Aber ich finde auch zum Beispiel die Logo-Gestaltung und so, das ist halt einfach ein richtig schönes, klassisches Ding. Und also ihr habt ja gerade schon eure komische Hertha-Home-Debatte da versucht zu eröffnen und die sehen ja vergleichsweise schon alle sehr, sehr gleich aus auf den ersten Blick und da finde ich, ist das angenehm mal aus der Reihe. Und wo es mir jetzt gerade auffällt, sie übernehmen den blau-goldenen Kragen, den die Franzosen bei der EM 2012, glaube ich, hatten. Ja, so gesehen haben sie es ja vorgemacht. Ja. Weil das Trikot ist von 2006, 2007, wenn ich mal ganz kurz einhaken darf. Ja. Und du hast ja auch das Logo angesprochen. Das ist ja tatsächlich nur in der Saison, war ja quasi ein Sonderlogo, was so eine Hommage an die letzte Meisterschaft, die damals genau 75 Jahre zurücklag. Das war eine Hommage daran. Und das Logo war allerdings, du fandest es jetzt sehr gut, ne? Ja. Das war damals allerdings bei den Fans was eher umstritten, weil eben die Fahne gefehlt hat. Und im Kreislogo war die Fahne zwar auch mal so ein bisschen umstritten, deswegen gab es dann die Aktion mit, also hier haben wir es dann noch mit dem Kreis, hier dann mit der Fahne pur. Genau, da sieht man es auch. Die zweite Saison mit Fahne pur. Und ich muss aber ansonsten sagen, also ich finde das Trikot auch super schön. Das ist jetzt ja auch aus meiner persönlichen Sammlung. Wer hätte es gedacht, das hat Dominik ausnahmsweise mal nicht mitgebracht. Ich würde es aber noch, falls es jemand auf eBay für einen geringen Obolus anbietet, in Größe L. Vielen Dank. Also so ist es nämlich zum Beispiel bei mir gelaufen. Ich habe mir das Jahre später über eBay, ich glaube sogar Kleinanzeigen, geholt. Also da hast du vielleicht noch eine Chance. Achso, ja, wenn ich das auch noch kommentieren soll, dann das Einzige, was ihr noch nicht gesagt habt, ich meine, ja, Farbgebung richtig geil. Das Wappen würde ich auch heute noch nehmen, auch wenn wir dann, glaube ich, als Frankfurt auf Wish dargestellt werden würden oder so mit dem Adler. Ja, ich bin ja immer so ein Mensch, der mag, so, bei Kragen ist ja ganz, ganz besonders und dieses Ding hier ist halt einfach sehr weird. So, keine Ahnung, warum man das braucht. Es hat sehr oft ohne geklappt. Ja. Warum man dieses Ding da jetzt da braucht, weiß ich nicht genau. Das macht es halt nicht besser. Aber ansonsten finde ich es auch super schön. Es ist halt so diese goldenen Akzente, das Blaue dabei. Vielleicht hätte ich mir hier noch ein bisschen Muster gewünscht, anstatt halt perfekt weiß. So. Aber ansonsten... Normalerweise hätte man da ja auch noch den Deutsche Bahn-Sponsor. Ich kann gar nicht genau sagen, warum der in dem Fall fehlt, aber ich habe das Trikot auch Jahre später noch so bekommen. Habe ich tatsächlich auch schon öfter gesehen. Also es werden zumindest öfter diese Trikots angeboten ohne Sponsor. Warum genau, weiß ich gar nicht. Also sie werden es ja in der Liga mit Sponsor getragen haben. Ja, definitiv, oder? Ja, Deutsche Bahn würde es, glaube ich, halt einfach auch nicht besser machen. Deshalb das sieht schon gut aus so. So, dann bin ich jetzt, glaube ich, dran, ne? Damit mein Lieblingstrikot vorzustellen. Und es ist fast schon ironischerweise ist das einzige Hertha-Trikot, was wir jetzt hier nicht in der Runde haben. Ein echtes Sammlerstück mittlerweile, würde ich behaupten, ist das Heimtrikot aus der Saison 98/99, was eben wirklich mal einen anderen Look dargestellt hat. Also nicht im Vergleich zur direkten Vorsaison, weil in der Saison 97/98 hatte Hertha ein vergleichbares Trikot. Aber grundsätzlich, weil wir sehen es ja hier, Hertha hat normalerweise Längsstreifen. Gut, das war jetzt auch ein sehr schlechtes Beispiel hier, aber das ist auch ein Auswärtstrikot. Aber in der Periode 97 bis 99 hatte man eben Querstreifen. In dem Fall noch mit einem deutlich dunkleren Blauton. Dazu noch Adidas und dann dieser riesige Die Continentale Sponsor drauf, was für mich sowieso so einen richtig coolen Retro-Look generiert, sei es jetzt bei Hertha oder bei Dortmund, wie wir das ja auch schon mal besprochen haben. Und rein sportlich betrachtet verbinde ich mit dem Trikot eben auch schöne Erinnerungen. Also es war eine super Saison für Hertha. Es war für mich, glaube ich, auch so die erste Saison, in der ich mit Hertha in Verbindung gekommen bin. Man ist damals Dritter geworden, in die Champions League gekommen. Michael Preetz mit 23 Toren ist Torschützenkönig geworden. Das hat Dominik schon vorab richtigerweise festgestellt. War es die erfolgreichste Saison für Hertha? Also in der Bundesliga, weil Meistertitel war ja... Nee, in den 70ern ist man tatsächlich auch mal Vizemeister geworden. Aber ich glaube, mit Ete Bär war das, aber das ist halt doch knapp vor unserer Zeit auch gewesen, vor der Zeit von uns allen. Und also das Trikot,
Also wenn ihr das irgendwo, sei es auf eBay, sei es auf irgendwelchen, zwielichtigen Seiten seht, also haut mich an. Ich suche nach diesem Trikot, idealerweise in der Größe M, wenn man noch irgendwie Wünsche formulieren kann. Aber ja, ich weiß nicht, wir können ja sonst gerne auch mal ein bisschen was dazu sagen. Oh, eine Anmerkung noch, was damals auch noch ganz cool war, bevor man zu diesem Logo gewechselt ist, bei dem Hertha BSC und Berlin noch mit im Kreis drin stand und man nur den Kreis mit der Fahne drin hatte, also näher an der Fahne pur war. Das ist auch noch eine ganz nette Sache. Ja. Also zu der Saison bin ich halt mit Hertha noch überhaupt nicht warm gewesen, einfach weil ich mich da noch nicht für Fußball interessiert habe. Ich war da, glaube ich, 4, 5 Jahre alt oder so. Das kam dann erst später, aber generell, vielleicht nicht genau zum Trikot, aber zu so Sponsoren. Wenn man sich jetzt von früher so Sachen anguckt, auch von Hertha zum Beispiel, die hatten ja auch zum Beispiel mal Arcor. Ja. Und jedes Mal, wenn ich einen Sponsor sehe, auf irgendeinem Trikot, dessen Unternehmen es nicht mehr gibt, so halt, ich weiß nicht, ob es Continental noch gibt, irgendwie, keine Ahnung. Oder doch, die Versicherung gibt es noch. Okay. In Dortmund tatsächlich sogar. Die kommt aus Dortmund. Gut, auf jeden Fall. Voll gut. Continental gibt es Reifen, ne? Ich weiß es auch nicht genau. Continental sitzt in Hannover. Die gibt es auch noch. Okay. Die sind Reifenhersteller. Auf jeden Fall so Unternehmen, die ich in den letzten 10, 15 Jahren nicht mehr wahrgenommen habe. Ja. So zum Beispiel Continentale, Arcor und so weiter. Bei Hamburg Othello. Sowas. Ja, sowas halt. Othello. Das wird immer, auch wenn ich da halt nicht wirklich mit Fußball viel zu tun hatte, löst es trotzdem irgendwie so ein bisschen Sentimentalität aus. Irgendwie. Weiß ich nicht, irgendwie so gute alte Fußballzeit, obwohl ich damals noch gar keinen Fußball geschaut habe. Für mich ist das der Inbegriff des perfekten Hipster-Trikots irgendwie. Also es hat Querstreifen, dann hat, also wenn ich es richtig sehe, ja diese Ballonseide als Stoff auch. Also das heißt, du hast dieses, wenn Licht drauf scheint, bist du gleich ganz anders unterwegs. Dann hat es einen Hemdkragen, so ein Polo-Hemdkragen. Ja. Unter 300 €, glaube ich, wirst du dieses Ding nicht mehr kriegen. Ich glaube auch bei dem, in Anbetracht des Stoffes könnte man aus heutiger Sicht sagen, dass der UEFA das wahrscheinlich nicht so gut gefallen würde. Ne? Vielleicht ist das mal was für einen späteren Zeitpunkt auch mit den UEFA-Regularien knifflige Angelegenheit. Aber wie gesagt, mein persönlicher Favorit. Ey, aber wo du gesagt hast, so Hipster-Zeug, ich könnte mir genau das vorstellen im Berghain. Heute. So, wenn ich jetzt im Berghain feiern gehe, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich mindestens einen in so einem Trikot rumlaufen sehen würde. Cool. Ohne, dass der übrigens Hertha-Fan ist. Der weiß es gar nicht, dass genau, es Hertha... das glaube ich nämlich auch. So ein Basketballer, einfach so out of the blue, trägt so ein Hertha-Trikot. Ja, aber super, ne? Berghain wird jetzt, glaube ich, wieder eröffnet, ne? Dürfen jetzt wieder aufmachen, dann muss ich halt einfach mit der Kamera vorbeischauen und dann... Vielleicht vergisst das ja auch an der Garderobe, mal gucken. Ja, oder der ist bestimmt schon so kaputt von Drogen, dass du es ihm einfach ausziehen kannst. Hier kommt ein Drink und du kriegst dafür... Ja. So Leute, wir sind jetzt angekommen beim sehr beliebten Format Full Kit Wanker, eine Serie hier aus diesem Podcast mit Jan und Dominik. Und hier in der Ecke seht ihr einen Full Kit Wanker und die beiden dürfen das jetzt gerne bewerten. Flo hat's gereicht. Shoutout an Aaron West. Ja, den sehen wir nämlich auf dem Bild. Trägt das niederländische WM-Trikot von 2006 und ich glaube, Dominik, du warst so lala zufrieden mit dem, was er da zeigt, ne? Ja, also das Trikot an sich ist in Ordnung, das habe ich ja auch dann glücklicherweise erkannt, aber das war es dann auch. Also der Ball ist aus einem anderen Jahr viel weiter weg und die Hose und die Stützen passen auch nicht dazu. Genau, seinerzeit bei der WM 2006 haben sie komplett orange getragen und was geben wir da? Ja, das ist keine 5 von 10 mehr, das ist maximal eine 3. Die Komposition passt ja gar nicht. Dann sind wir heute auch wenn das Trikot halt, nicht mal das Trikot ist schön mit dem komischen Kragen, also... Ja, dann sind wir heute sehr kritisch und sagen 3 von 10. 3 von 10. Was war denn das Schlechteste bisher? Wahrscheinlich eine 5 oder 6. Ja, I'm sorry, Aaron, es tut mir sehr leid, aber Bruder, diese Komposition funktioniert nicht. Dafür hat er ja viele Follower auf Instagram, also genau, er wird es verschmerzen können. So, Flo, weißt du, welche unsere nächste Kategorie ist, normalerweise? Ist mir jetzt Überrasch mich. Okay, ich wollte jetzt auch sagen, ist mir völlig egal, weil du darfst nicht hinleiten. Das ist nämlich unsere Storytime und die wird nämlich an dich als Gast ausgelagert. Nein! Ausgelagert. Ja. Ich darf eine Story erzählen. Richtig. Okay, die Story ist, dass Dominik jetzt mein Lieblingstrikot in der Hand hat. Vielen Dank, Dominik. Es sieht super aus, als wenn er irgendwie, keine Ahnung, jetzt bei Hertha unterschreiben würde, ich als Geschäftsführer Sport. Ne? Ja, stimmt, es fehlt noch die Hand. Ja, also die dritte Hand von dir. Oder man hält das Trikot so zusammen. Ja, zusammen. Oder, genau, stimmt. So. Dann kannst du jetzt auch noch einen Daumen in die Kamera halten. Genau. Ja.
Ja, perfekt. Ja, sehr also super, Berger jetzt bei Hertha als Stürmer aktiv. Ich weiß nicht, was du sonst gespielt hättest. Nee, aber das hier ist tatsächlich, also wir haben es ja schon vorhin beim Lieblingstrikot gehabt, Saison 13/14. Richtig? In der Saison davor, 12/13, da waren wir das erste Mal in der zweiten Liga, oder das heißt das erste Mal, dass ich es mitbekommen habe, dass wir in der zweiten Liga waren, so richtig. Und das war auch meine erste Saison, wo ich regelmäßig ins Stadion gegangen bin. Wer hätte es gedacht, gegen, was weiß ich, Aue oder so, waren die da schon zweite Liga? Ja, auch, ja. Also, genau, da bin ich zum ersten Mal als Hertha-Fan so richtig aktiv ins Stadion gegangen. Vorher war ich leider immer nur so ein bisschen vorm Fernseher. Das war dann eben meine erste Saison, Zweitligasaison, also Anti-Erfolgsfan sozusagen, bin ich immer ins Stadion gegangen. Und das hier war dann das Trikot aus der nächsten Saison. Und das habe ich mir direkt vor der Saison, oder ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es irgendwann geschenkt bekommen oder so. Jedenfalls war das Trikot, was ich getragen habe beim 6-1 gegen Eintracht Frankfurt. Und die Story erzähle ich immer wieder sehr gerne. Und genau, ich habe von den 6 Toren nicht so wirklich viel mitbekommen, weil ich direkt in der Ostkurve stand. Also quasi da vor mir waren alle Flaggen und Fahnen und bla, erstes Spiel der Saison. Ja, erstes Spiel wieder zurück in der Bundesliga. Genau, erstes Spiel zurück in der Bundesliga. Du hast ja quasi nichts mitbekommen vom Spiel, weil du in der Ostkurve, aber ja einfach nur Fahnen und laut und brüllen. Ja. Und ich habe dann immer nur um mich rum geguckt und habe dann gesehen, es ist anscheinend ein Tor gefallen. Ich habe die Tore nie gesehen. Aber genau, das ist das Trikot aus dieser Saison. Ist natürlich auch noch schön mit den Unterschriften und so weiter. Man sieht, es ist viel getragen worden. Und mehr habe ich dazu auch gar nicht zu sagen, außer dass es eine sehr schöne Zeit war. Und ich wünsche es mir so ein bisschen zurück, muss ich ehrlich sagen. Ja, so ein 6-1 gegen Frankfurt wäre mal wieder ganz cool, ne? Also generell irgendwie mal ein hoher Sieg wäre ganz gut, ja. Und ich weiß auch noch, in der Saison, kurz dann, relativ früh zu Saisonbeginn, haben wir auch gegen die Bayern gespielt, auswärts in München, und wir haben so genial da gespielt und so unglücklich 2-3 verloren. Und jetzt stell das mal diesem 0:5 von vor ein paar Wochen gegenüber. Da kann man, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, dass nicht nur du dir diese Zeiten zurückwünschst. Bessere Zeiten. Da war auch Leipzig noch nicht in der Liga. Ja, bessere Zeiten. Könnt ihr mal sehen. Also so schlimm sehen wir nicht aus, dass du jetzt die ganze Zeit so, oder? Nee, finde ich auch. Wir kommen direkt zum Quiz der Woche und hängen mal, achso, ja gut, jetzt das ist etwas Ungewohntes, also hängen wir das vielleicht mal hier einfach an die Seite. Ja. Ich glaube, es ist gar nicht mehr ein Hertha-Trikot jetzt, oder? Darf ich nicht sagen. Achso. Darf ich nicht sagen. Also Nike könnte zwar hinhauen, aber Moment, das ist kein Hertha-Trikot? Ja, ich glaube, das ist auch keine Hommage an ein altes Logo. Das könnte auch ein Partnerunternehmen der DB sein, wir wissen es nicht. Ja, ansonsten, ich glaube, zuallererst bedanken wir uns, glaube ich, bei dir, Flo, dass du uns... Ich dachte, ihr schnüsst mich einfach wieder weg. Nee, lass mal. Du kannst gleich gerne hier auf Klo gehen. Okay, alles klar, machen wir später. Genau, ansonsten läuft es eigentlich wie immer. Ballert uns zu mit Fotos für Fullkick-Banker. Ja, und ihr auch bei dem sowieso klicken. Ja, das sowieso. Ja. Ganz viel. Falls ihr nicht sowieso schon Dauerabonnent von ihm seid. Ja. Und kommentiert, ob ihr wisst, was es hier für Trikot ist. Ich habe gesagt, da ist Robin van Persie drin aufgelaufen vorhin. Ich habe ihn ein bisschen blamiert, aber ist nicht schlimm. Ihr dürft euch gerne auch in den Kommentaren mit mir blamieren. Ja, und ich mach's dann nächste Woche, ne? Bis dahin. Ciao, ciao.